Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine kurze Geschichte zum Einstieg. Ich war neulich um 11 Uhr abends noch unterwegs. Eine ruhige Wohnstraße, kein Auto in Sicht, die Ampel stand auf Rot. Ich wollte gerade die Straße überqueren, da rief mir ein älterer Herr vom Gehweg zu: Rot heißt stehen bleiben. Und was hast du getan? Ich habe gewartet. Natürlich. Das ist Deutschland in einer Szene. Heute sprechen wir über das Phänomen, das die Welt an Deutschland am meisten beobachtet und oft nicht versteht: die Liebe zur Ordnung, zu Regeln und zu Systemen. Warum sind Deutsche so? Was steckt dahinter? Und ist das gut oder schlecht? Plus 20 Vokabeln auf C1 Niveau. Los geht's. Thomas, was bedeutet Ordnung für dich persönlich? Für mich bedeutet Ordnung Verlässlichkeit. Wenn jeder die Regeln kennt und einhält, funktioniert das System. Der Zug kommt pünktlich. Der Müll wird abgeholt. Das Paket kommt an. Es gibt eine tiefe Befriedigung darin, wenn Dinge so laufen, wie sie sollen. Das Wort Ordnung im Deutschen ist interessant. Es bedeutet mehr als nur Sauberkeit oder Aufgeräumtheit. Es bedeutet eine sinnvolle, gerechte Struktur. Die Dinge haben ihren richtigen Platz. Im Raum, in der Gesellschaft, im Leben. Es gibt diesen berühmten deutschen Satz: Ordnung muss sein. Das klingt einfach. Aber dahinter steckt eine tiefe Überzeugung. Ordnung ist keine Einschränkung. Ordnung ist Freiheit. Wenn die Regeln klar sind, muss man nicht nachdenken. Man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist ein interessanter Gedanke. In anderen Kulturen werden Regeln oft als Begrenzung empfunden. In Deutschland sind sie eine Ermöglichung. Regeln schaffen Vorhersehbarkeit und Vorhersehbarkeit schafft Sicherheit. Schauen wir uns konkrete Beispiele an. Das Mülltrennsystem ist weltberühmt. Gelbe Tonne, blaue Tonne, braune Tonne, schwarze Tonne, Glascontainer. Und das alles mit strengen Regeln, was wohin gehört. Wer falsch trennt, riskiert, dass der Müll nicht abgeholt wird. In vielen Ländern würde man das als übertrieben empfinden. In Deutschland ist es Bürgerpflicht. Und das System funktioniert. Deutschland gehört zu den Ländern mit den höchsten Recyclingquoten weltweit. Dann gibt es die Sonntagsruhe. Sonntags darf man in Deutschland keinen Lärm machen. Kein Rasenmähen, kein Bohren, kein lautes Feiern. Läden sind geschlossen. Es ist der Tag der Ruhe. Für viele Ausländer ist das schockierend. Für die meisten Deutschen ist es eine Wohltat. Und der Klassiker? Die rote Ampel. An einer roten Fußgängerampel wartet man in Deutschland, auch wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist. Weil Rot Stopp bedeutet. Punkt. Woher kommt diese Regelliebe? Ist das genetisch, kulturell, historisch? Definitiv kulturell und historisch, nicht genetisch. Mehrere Faktoren haben zusammengespielt. Erstens, die preußische Tradition. Preußen, das dominierende Königreich des späteren Deutschen Reichs, war bekannt für seine militärische Disziplin, seine Bürokratie und seine Effizienz. Regeln wurden nicht hinterfragt, sie wurden befolgt. Diese preußische Ordnungskultur hat sich tief in die deutsche Verwaltung, das Bildungssystem und die gesellschaftlichen Normen eingeschrieben, lange nach dem Ende Preußens. Zweitens, die protestantische Ethik. Max Weber hat gezeigt, wie die protestantische Reformation das wirtschaftliche und soziale Verhalten in Deutschland geprägt hat. Pflicht, Disziplin, Fleiß, Ordnung, das sind protestantische Tugenden, die in der deutschen Kultur tief verankert sind. Drittens, die historischen Traumata. Deutschland hat im 20. Jahrhundert Chaos in extremer Form erlebt. 2 Weltkriege, Hyperinflation, den Zusammenbruch politischer Systeme. Diese Erfahrungen haben ein kollektives Bewusstsein geschaffen. Ordnung schützt vor Chaos. Regeln verhindern Willkür. Das erklärt, warum Deutsche Regeln nicht nur befolgen, sondern aktiv verteidigen. Der ältere Herr, der Thomas an der Ampel ansprach, fühlte sich nicht als Besserwisser. Er fühlte sich als Hüter einer Ordnung, die alle schützt. Das ist der entscheidende Punkt. Für Deutsche sind Regeln nicht willkürlich. Sie sind das Ergebnis gesellschaftlicher Vereinbarungen und diese Vereinbarungen verdienen Respekt.
Es gibt einen schönen deutschen Begriff für dieses Konzept: Regelkonformität als gesellschaftlicher Vertrag. Genau. In Deutschland funktioniert die Gesellschaft, weil fast alle die Regeln einhalten. Und weil fast alle die Regeln einhalten, vertraut man darauf, dass das System funktioniert. Es ist ein selbstverstärkender Kreislauf. Wenn nur 10% der Menschen Müll falsch trennen, kollabiert das System. Wenn 10% die Sonntagsruhe ignorieren, wird der Sonntag für alle lauter. Die Regelkonformität des Einzelnen ist ein Beitrag zur Lebensqualität aller. Das erklärt auch, warum Deutsche auf Regelbrüche anderer so sensibel reagieren. Es ist nicht Pedanterie. Es ist das Gefühl, du profitierst vom System, trägst aber nicht dazu bei. Das ist ungerecht. Gleichzeitig gibt es eine Schattenseite. Deutsche können bei Regeln sehr unflexibel sein, auch dann, wenn die Regel in einer bestimmten Situation keinen Sinn ergibt. Das ist nicht erlaubt, kann manchmal bedeuten: Ich denke nicht darüber nach, ob es in diesem Fall sinnvoll wäre. Das ist die Kritik, die man oft hört. Deutsche befolgen Regeln, auch wenn sie veraltet oder ineffizient sind, weil die Regel eben eine Regel ist. Der Mut, eine schlechte Regel zu hinterfragen, ist manchmal geringer als gewünscht. Aber insgesamt, und das zeigen internationale Vergleiche, profitiert Deutschland enorm von seiner Ordnungskultur. Niedrige Korruption, funktionierendes öffentliches System, hohe Verlässlichkeit. Das ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis einer Kultur, die Regeln ernst nimmt. Ausdruck 1. Die Ordnung. Bedeutung: ein Zustand, in dem alles seinen richtigen Platz hat und geregelte Strukturen herrschen. Beispiel 1. Ordnung muss sein. Dieser Satz beschreibt das deutsche Verhältnis zur Struktur perfekt. Beispiel 2. Ordnung bedeutet in Deutschland nicht nur Sauberkeit, sondern auch gesellschaftliche Verlässlichkeit. Ausdruck 2. Die Vorschrift. Bedeutung: eine verbindliche Regel oder Anweisung, die befolgt werden muss. Beispiel 1. In Deutschland gibt es für fast jede Situation eine Vorschrift und man hält sich daran. Beispiel 2. Die Vorschrift mag manchmal übertrieben wirken, hat aber meistens einen sachlichen Grund. Ausdruck 3. Regelkonform. Bedeutung: den geltenden Regeln und Vorschriften entsprechend, im Rahmen der festgelegten Normen handelnd. Beispiel 1. Regelkonformes Verhalten ist in Deutschland eine Grunderwartung, keine außergewöhnliche Leistung. Beispiel 2. Wer nicht regelkonform handelt, riskiert nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern sozialen Tadel. Ausdruck 4. Die Bürokratie. Bedeutung: ein System aus Regeln, Formularen und Verwaltungsstrukturen, das staatliche Prozesse organisiert. Beispiel 1. Deutsche Bürokratie ist berühmt für ihre Gründlichkeit und berüchtigt für ihre Langsamkeit. Beispiel 2. Wer in Deutschland ein Unternehmen gründen will, muss sich durch viel Bürokratie kämpfen. Ausdruck 5. Die Sonntagsruhe. Bedeutung: das gesetzlich verankerte Gebot, sonntags Lärm und störende Aktivitäten zu unterlassen. Beispiel 1. Die Sonntagsruhe ist für viele Ausländer in Deutschland der erste Kulturschock. Beispiel 2. Wer sonntags bohrt oder den Rasen mäht, riskiert in Deutschland eine Beschwerde der Nachbarn. Ausdruck 6. Das Mülltrennsystem. Bedeutung: das deutsche System der getrennten Entsorgung verschiedener Abfallarten in farbkodierte Behälter. Beispiel 1. Das deutsche Mülltrennsystem ist eines der komplexesten, aber auch effektivsten der Welt. Beispiel 2. Wer neu nach Deutschland kommt, braucht oft Wochen, um das Mülltrennsystem zu verstehen. Ausdruck 7. Die Pflicht. Bedeutung: eine moralische oder rechtliche Verpflichtung, etwas zu tun oder zu unterlassen. Beispiel 1. Für viele Deutsche ist Regelkonformität nicht nur Pflicht, sie ist gelebtes Verantwortungsgefühl. Beispiel 2. Die Pflicht gegenüber der Gemeinschaft wird in Deutschland höher bewertet als individuelle Freiheit. Ausdruck 8. Einhalten. Bedeutung: eine Regel, Vereinbarung oder Vorschrift befolgen und nicht davon abweichen. Beispiel 1. In Deutschland wird erwartet, dass jeder die Gesetze und sozialen Normen konsequent einhält. Beispiel 2.
Wer Versprechen und Regeln nicht einhält, verliert schnell das Vertrauen der deutschen Umgebung. Ausdruck 9: Tadeln. Bedeutung: jemanden für ein Fehlverhalten mahnend kritisieren oder zurechtweisen. Beispiel 1: In Deutschland werden Regelbrüche öffentlich getadelt, auch von Fremden. Beispiel 2: Er wurde von einer älteren Dame getadelt, weil er seinen Hund nicht an die Leine nahm. Ausdruck 10: Die Pedanterie. Bedeutung: übertriebene Genauigkeit und kleinliche Strenge bei der Beachtung von Regeln und Details. Beispiel 1: Was Ausländer als deutsche Pedanterie empfinden, ist für Deutsche oft schlicht Sorgfalt. Beispiel 2: Pedanterie hat einen negativen Klang, aber in vielen Bereichen ist Genauigkeit eine Tugend. Ausdruck 11: Die Verlässlichkeit. Bedeutung: die Eigenschaft eines Systems oder einer Person, konstant und vorhersehbar zu funktionieren. Beispiel 1: Die Verlässlichkeit des deutschen Systems ist ein Ergebnis der Regelkonformität aller Beteiligten. Beispiel 2: Verlässlichkeit schafft Vertrauen, und Vertrauen ist die Grundlage jeder stabilen Gesellschaft. Ausdruck 12: Vorschriftsgemäß. Bedeutung: genau nach den geltenden Vorschriften und Regeln handelnd. Beispiel 1: Vorschriftsgemäßes Verhalten wird in Deutschland erwartet. Abweichungen fallen sofort auf. Beispiel 2: Er parkte vorschriftsgemäß, trotzdem bekam er einen Strafzettel wegen eines Schildes, das er übersehen hatte. Ausdruck 13: Die Regelübertretung. Bedeutung: das bewusste oder unbewusste Verletzen einer geltenden Regel oder Vorschrift. Beispiel 1: Selbst kleine Regelübertretungen, wie bei Rot die Straße überqueren, fallen in Deutschland auf. Beispiel 2: Eine Regelübertretung wird in Deutschland selten ignoriert, von Behörden oder Nachbarn. Ausdruck 14: Das Ordnungsamt. Bedeutung: eine kommunale Behörde, die für die Einhaltung von Ordnungsvorschriften zuständig ist. Beispiel 1: Das Ordnungsamt kontrolliert in Deutschland Parkverstöße, Lärmbelästigung und Auflagen. Beispiel 2: Ein Anruf beim Ordnungsamt ist in Deutschland ein gängiges Mittel, Beschwerden zu melden. Ausdruck 15: Sich beschweren. Bedeutung: Unzufriedenheit oder Einwände offiziell oder persönlich äußern. Beispiel 1: Deutsche beschweren sich bei Behörden, beim Vermieter, beim Nachbarn, wenn Regeln verletzt werden. Beispiel 2: Sich zu beschweren gilt in Deutschland nicht als Konfliktsuche, sondern als berechtigte Reaktion. Ausdruck 16: Die Gründlichkeit. Bedeutung: die Eigenschaft, Dinge vollständig, sorgfältig und ohne Auslassungen zu erledigen. Beispiel 1: Deutsche Gründlichkeit ist weltweit bekannt. Produkte, Planung und Prozesse werden doppelt geprüft. Beispiel 2: Gründlichkeit braucht Zeit, aber sie verhindert Fehler und schafft Qualität. Ausdruck 17: Die Disziplin. Bedeutung: die Fähigkeit, sich selbst zu Verhaltensweisen zu verpflichten und sie konsequent einzuhalten. Beispiel 1: Disziplin ist das Fundament der deutschen Ordnungskultur. Ohne sie funktioniert kein System. Beispiel 2: Disziplin ist keine Unterordnung, sie ist Selbstverantwortung gegenüber der Gemeinschaft. Ausdruck 18: Regulieren. Bedeutung: durch Regeln und Vorschriften steuern, kontrollieren und in geordnete Bahnen lenken. Beispiel 1: In Deutschland werden viele Bereiche des Alltags staatlich reguliert, von Ladenöffnungszeiten bis Lärmpegeln. Beispiel 2: Was andere Länder dem Markt überlassen, wird in Deutschland oft reguliert und standardisiert. Ausdruck 19: Die Konformität. Bedeutung: die Übereinstimmung mit geltenden Normen, Regeln und Erwartungen einer Gesellschaft. Beispiel 1: Konformität hat in Deutschland keinen negativen Klang. Sie wird als Ausdruck sozialer Verantwortung gesehen. Beispiel 2: Wer in Deutschland zu stark von der Norm abweicht, muss mit Reaktionen aus dem Umfeld rechnen. Ausdruck 20: Das Regelwerk. Bedeutung: ein umfassendes System aus Regeln, das einen bestimmten Bereich des Lebens oder der Gesellschaft strukturiert. Beispiel 1:
Das deutsche Regelwerk für Bau, Lärm und Müll ist eines der umfassendsten in Europa. Beispiel 2. Wer das Regelwerk kennt und versteht, navigiert in Deutschland deutlich entspannter. Im zweiten Teil die lustigsten und seltsamsten deutschen Regeln, Ordnung im Alltag als Ausländer und wann Regeln wirklich zu weit gehen. Lass uns über ein paar Regeln reden, die besonders faszinierend sind. Die Kehrwoche in Bayern und Baden-Württemberg. In vielen Wohnhäusern müssen Mieter abwechselnd das Treppenhaus putzen und den Gehweg fegen. Das ist keine Empfehlung. Das steht oft im Mietvertrag. Dann der Kehrwochentag. In manchen Regionen gibt es festgelegte Tage, an denen der Bereich vor dem eigenen Haus gereinigt werden muss. Wer das vergisst, kann eine Abmahnung vom Vermieter bekommen. Und das Ruhegebot. In vielen deutschen Wohnhäusern gibt es Hausordnungen mit genauen Ruhezeiten. Mittags von 13 bis 15 Uhr, abends ab 22 Uhr. Das schließt Duschen, Staubsaugen, Musik hören und manchmal sogar Toilettenspülen mit ein. Toilettenspülen nach 22 Uhr. Das klingt absurd. Aber dahinter steckt derselbe Grundgedanke. Meine Freiheit endet dort, wo deine beginnt. Ich habe kein Recht, dich mit meinem Lärm zu stören. Wie erlebt man das als Ausländer in Deutschland? Es gibt eine Kurve. Am Anfang ist man geschockt und findet alles übertrieben. Nach einigen Monaten versteht man das System und schätzt die Verlässlichkeit. Nach ein paar Jahren beginnt man selbst, genervt zu sein, wenn jemand den Müll falsch trennt. Das nennt sich Akkulturation. Man übernimmt unbewusst die Werte der neuen Kultur, nicht weil man muss, sondern weil man versteht, warum sie Sinn ergeben. Der wichtigste Tipp für Ausländer: Lerne das Regelwerk, nicht um es zu befolgen, weil man muss, sondern um zu verstehen, was dahinter steckt. Wer versteht, warum die Sonntagsruhe existiert, ärgert sich weniger darüber. Und wer das System kennt, kann es auch navigieren. Nicht alle Regeln sind unveränderlich. Viele lassen sich mit Gesprächen und Verständnis lösen. Aber man muss erst verstehen, was man da verhandelt. Zum Abschluss eine ehrliche Frage: Kann Ordnung zu weit gehen? Ja, wenn Regeln zum Selbstzweck werden, wenn man nicht mehr fragt, ob eine Regel noch sinnvoll ist, sondern sie einfach befolgt, weil sie eine Regel ist, dann wird Ordnung zur Bürde. Deutschland kämpft genau damit. Viele Gesetze sind veraltet, viele Prozesse unnötig komplex, viele Vorschriften kontraproduktiv. Die Fähigkeit, schlechte Regeln zu hinterfragen und zu ändern, ist genauso wichtig wie die Disziplin, gute Regeln einzuhalten. Die besten Gesellschaften sind nicht die mit den meisten Regeln, sondern die mit den richtigen Regeln und dem Mut, sie zu überdenken, wenn sich die Welt verändert. Ordnung muss sein. Aber welche Ordnung, das ist die eigentliche Frage. Das war unsere Folge über Ordnung. Warum Deutsche so regelliebend sind und was das über ihre Kultur sagt. Wir haben 20 Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt, von die Ordnung und die Vorschrift über regelkonform und Sonntagsruhe bis hin zu Gründlichkeit und das Regelwerk. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Was war eure überraschendste Begegnung mit deutschen Regeln? Habt ihr eine lustige oder absurde Geschichte? Schreibt sie in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal für neue Folgen jeden zweiten Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und haltet die Ordnung. Tschüss!